Hallo und willkommen bei Soge Trockenbau. Ich bin der Adi, Vorführmeister von Knauf. Ich zeige euch heute, was für Fehler beim Spachteln passieren können und wie ihr sie vermeidet. Die Kollegen sind fertig mit der Montage. Jetzt schauen wir, ob wir etwa Fehler finden wo. Das heißt, der Spachtler muss kontrollieren, ist der richtige Schraubabstand gegeben, wurde richtig angefasst, sind die Originalkanten, die Werkskante schön geschlossen, nicht zu große Fuge, das ist alles perfekt. Zum Schluss noch den Anschlussstreifen, ist auch wichtig, dass wir keine Wellen haben. Dann ist auch der Anschluss zum Spachteln sehr schwer und das überträgt sich bis zum Schluss und man sieht das. Das heißt, auch hier der Trennfix ist schön verklebt. So, wir können dann gleich die Schrauben mit verspachteln. Hier braucht man einfach nur hergehen, bei der Schraube andrücken, stumpf abziehen. Fertig. Die Schrauben wurden jetzt das erste Mal verspachtelt, das wieder trocknen lassen. Und wenn wir dann in der Fläche die zweite Lage ziehen, können wir auch hier schon das zweite Mal verspachteln. Beim Gitterstreifen kann ich einen Fehler machen. Das ist der Nachteil vom Gitter. Ich habe etwas mehr Arbeit. Ich zeige den Fehler. Das heißt, normalerweise gibst du das Material so her und es wird zugezogen. Das ist falsch. Warum ist das falsch? Weil durch das Gitter kein Material kommt. Und somit ist hier die Werkskante nicht gefüllt. Die richtige Verarbeitung wäre, man muss das Material zuerst durchpressen und dann die Fuge schließen. Und jetzt habe ich eine gefüllte Fuge. Die Querfuge ist angefasst und die muss man vorspachteln. Wenn man hier nicht vorspachtelt, baut man sich schon eine Reklamation ein. Das heißt, ich muss zuerst ein Material reinpressen und einfach nur verschließen. Jetzt muss das trocknen und dann darf ich erst die Bandage einlegen. Hier sieht man jetzt, wenn man ohne Trennfix arbeitet, ohne Anschluss, sieht man Fehler. Das heißt, hier wurde ein Arbeitsfehler gemacht, kein Trennfix und kein Vlies. Und jetzt sieht man hier die Risse, die dadurch entstehen können. Hier sieht man deutlich, dass die Farbe auch von der Decke oder auch von der Wand abheben kann. Anschlüsse, ganz wichtig, Anschlüsse, so wie hier, auch mitspachteln. Wichtig ist es für Brandschutz, Schallschutz. Wenn man hier schaut, die alte Wand, der Anschluss extrem schief, würde das offen bleiben, würde das große Probleme machen, vor allem bei Brandschutz. Jetzt machen wir den Anschluss. Hier nehmen wir das Material und füllen den Anschluss schön mit Material. Und legen uns den Glasvlies stumpf zum Trennfix ein. Ganz bis ins Eck. Würde ich hier 5 mm wegbleiben, dann kann hier der Riss sich ausbreiten. Darum immer stumpf zum Trennfix einlegen. Und zum Schluss noch einmal einbetten, eindrücken, fertig. Hier ist auch wieder wichtig beim Finishen, dass wir wirklich von innen das Material herausziehen
dass dieser Anschluss wirklich gemacht wird. Und fertig. Wenn ihr genau wissen wollt, wie das Verspachteln geht, wir haben dafür ein Video gemacht. Da sieht man, wie man auch die erste Lage Q1, Q2 verspachtelt. Die richtigen Ausführungsphasen. So, jetzt wisst ihr, worauf man beim Spachteln aufpassen muss. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch beim Knauf Kundenservice. Kontaktinfos dazu findet ihr in der Beschreibung. Und wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal.